80 Kilo, 500 Euro. Heute geht es wie unschwer zu erkennen um Bandsägen. Aber die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Tun es nicht auch solche Bandsägen wie hier? Bandsägen wie diese hier zum Beispiel mit unter 15 Kilo und 100 Euro oder auch eine von den anderen. Das kriegen wir heute raus, denn ich möchte unbedingt wissen, schneiden sie gerade oder eben nicht. Und natürlich kannst du hier etwas gewinnen, und zwar Werkzeug. Du kannst aus einem Pool von Werkzeug sogar aussuchen. Ich glaube, aktuell haben wir keine Bandsäge mit dabei. Aber wer weiß, vielleicht ist es sogar doch so. Wenn du es wissen möchtest, schau einfach mal auf die Webseite, da kannst du nachgucken, was im Pool dabei ist. Und wenn du wissen möchtest, wie du gewinnst, ganz einfach. Du musst einfach mal hier unten drunter schreiben, wie findest du eigentlich diese ganzen Bandsägen und was wäre dein Liebling? Bevor wir anfangen, ein wichtiger Hinweis. Diese Säge, die gute BAS 318, ist meine Säge. Die gehört mir. Ja, wirklich. Das ist meine private Säge, mit der ich immer säge. Und ich muss sagen, ich mag Bandsägen total gern. Ich mag es aber auch, dass sie, wenn sie wirklich gut sind. Und irgendwann habe ich mich dann persönlich für dieses Gerät hier entschieden. Ich habe übrigens mal ein Video gemacht, wo ich die gegen die Makita getestet habe. Und das war gar nicht so simpel, wer am Ende gewonnen hat. Schaut euch das mal an. Hier oben entsprechend verlinkt. Und für die Makita-Fans sowieso ein Pflichtvideo, wenn ihr wissen wollt, wie die Makita gegen die Metabo abgeschnitten hat. Ja, aber so viel dazu. Das hier ist aber in diesem Video nur ein Synonym. Ich hätte hier auch die Makita hinstellen können oder zum Beispiel eine große Holzmann oder auch eine Record Power oder. Ihr wisst alle, welche Marken es sonst noch so gibt. Aber ich möchte Folgendes mit euch mir anschauen, nämlich wie schlagen sich eigentlich diese kleinen, diese sehr günstigen Bandsägen? Sind sie eine echte Konkurrenz? Ist es etwas, womit du einfach mal anfangen kannst zum Thema Bandsägen, oder sagst du, ich mache gar nicht so viel? Da reicht mir das wahrscheinlich schon. Und das wollen wir heute rausbekommen. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht hier mit genau der Säge, der Parkside. Die hat nicht so gut abgeschnitten, aber sie passt natürlich super in diese Reihe für 100 Euro. Aber so ein Ding. Die Frage ist es hier bei Einhell so für 140 Euro, dass wir richtig gut damit schneiden können? Oder die einfache Holzmann hier für 180 Euro. Oder guck mal hier, die Scheppach, schon ein ordentlich großes Gerät hier für 190 Euro. Oder wieder die kleine Güle, die wir hier haben, für 140 Euro. Denn ich möchte rausbekommen, welche von denen taugt was, welche von denen kannst du nehmen, wenn du erstmal mal anfangen möchtest im Bereich Bandsägen. Legen wir mal los und gucken uns die Sägen wirklich mal an. Hier bei Parkside empfehle ich dir Folgendes. Schau dir mal das Video an. Da habe ich ein 20-Minuten-Video gemacht, nur zu der Säge, wo wir uns zu zweit rumgewundert haben, was taugt denn diese Säge? Und hier waren einige Dinge, wo wir gesagt haben, oh, das passt irgendwie gar nicht. Und zwar Nummer 1 ist es so, dass wir hier an der Seite keine Kugellage haben, sondern hier haben wir so eine Metallplatten, die das Sägeblatt festhalten. Nochmal für alle, die wenig Ahnung von Bandsägen haben. Eine Bandsäge hat hier Folgendes, und zwar hier oben haben wir so ein Rad. Das haben wir einmal hier oben, einmal unten, und hier wird das Blatt geführt. Das heißt, das wird hier entlang geführt. Ganz wichtig ist Folgendes, das Blatt ist hier ja schon frei. Jetzt, um das Blatt aber besser zu führen, gibt es hier diesen Steg, der nach unten fährt und der dementsprechend hier auch eigentlich Kugellager dran hat, um das Band nah am Werkstück nochmal zu führen. Ja, das Problem ist, haben wir hier bei Parkside gar nicht, sondern hier haben wir eben nur so eine Art Metallplättchen, die rangedrückt werden oder sie kurz davor sind, es ranzudrücken. So, das ist ein Problem, nämlich der Schnitt wird damit nicht mehr der schönste. Wir zeigen euch auch gleich mal den Schnitt, den wir jetzt hier auch noch mal gemacht haben. Zusätzlich ist es so, wenn wir es ja hier entsprechend einstellen, müsst ihr mal Folgendes bedenken. Stellt wirklich diesen Steg hier auf die minimale Höhe, die ihr für euer Werkstück braucht. Also sagt ihr, Werkstück plus 3-4 mm. Höher sollte es nicht sein. Erstens ist es ein Sicherheitsthema, das heißt, du kannst hier nicht reingreifen. Und zweitens wird dann direkt über dem Werkstück euer Band geführt. Dadurch bekommt ihr einen ordentlichen und geraden Schnitt. In dem Fall aber nicht, weil das ist ja zur Führung da und das sieht dann so aus. Und ja, das ist fest. Und dass man damit keinen ordentlichen Schnitt hinbekommt, könnt ihr euch vorstellen. Ich zeige es euch auch gleich mal. Dasselbe ist hier der Tisch. Das ist der Tisch. Also hier seht ihr, mit einer Hand oder hier mit einem kleinen Finger. Ja, da ist nichts, dass man da nicht, also ja, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Dann gucken wir uns mal wirklich einen Schnitt an. Und da brauchen wir gar keine Schiebelehre, sondern ihr seht hier, wir haben hier mit knapp 2 cm angefangen und das Ganze ging jetzt hier runter auf 0.
Das heißt, das Blatt ist so sehr verlaufen, dass wir keinen 2 cm Schnitt hinbekommen haben, sondern durchgeschoben und am Ende blieb da gar nichts mehr übrig. Dasselbe ist auch bei den anderen beiden Schnitten. Hier im Hartholz sieht man auch hier ein sehr unruhiges Ergebnis. Also da ist mit gerade hier gar nichts. Wenn man das hier auch so zusammenlegt, sieht man das. Das ist echt kein schöner Schnitt. Und ansonsten läuft es eben auf 0 runter. Und dasselbe haben wir hier auch. Hier ist es nicht auf 0, aber hier haben wir zum Beispiel in der Mitte weniger stärker als außen. Also das hier ist einfach mal gar nichts gewesen. Kommen wir zu Einhell. Und wer dachte, dass ich hier einfach nur dazu da bin, um die Sägen alle schlecht zu machen, dem werde ich jetzt Lügen strafen. Denn das Gerät hier ist richtig schlecht und richtig gut. Aber bleibt dran. Also erst einmal, wir haben hier Einhell. 140 €. Also nur ein paar Euro mehr als das Gerät hier, was wir eben hatten, was gar nicht funktioniert hat. Jetzt ist es so, was ist schlecht? Wir gucken mal das Feld nach vorne. Also das Gerät hat wirklich eine sehr starke Neigung, nach vorne zu gehen, weil es so leicht ist. Es wiegt nur ein paar Kilo und dadurch neigt es sehr schnell hier in diese Bewegung. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich einen Standfuß, aber nach vorne ein bisschen schwierig. So, dann, was ist noch schlecht? Wir haben hier auch nur wieder diese Plättchen, ja, an der Stelle, um das Band festzuhalten. Wir haben also keine wie heißt es denn jetzt? Kugellager. Wir haben keine Kugellager. Also, das haben wir hier nicht, sondern wir haben nur diese Plättchen, um das Band zu fixieren. Aber, jetzt haben wir schon was Gutes, nämlich, wir machen das, stellen das Ganze hier mal nach unten. Ja, wir haben ja gesehen, hier, Einhell. Und jetzt gucken wir mal hier und sehen, das ist fest. Das ist wirklich fest. Und was das für einen Unterschied macht, werden wir uns gleich mal angucken. Zusätzlich ist es so, dass wir hier diesen Tisch haben und der Tisch, der ist gar nicht gut. Schaut mal. Das hier ist das, was der Tisch macht. Alter Falter. Also das ist erstmal gar nichts, ja, gar nichts. Wenn man jetzt zum Basteln sich behelfen möchte, stellt hier Stützen drunter. Das geht ja, dass man wirklich sagt, hier, ich mache mir einen Klotz unten drunter. Ich möchte das ja auch nicht entsprechend verstellen. Dann kriegt man das auch relativ fest hin, vermute ich mal. Ich habe es nicht ausprobiert. So, dann der Parallelanschlag, den wir haben, der ist auch sehr spiddelig. Ja, das ist nicht so dolle, aber sei es erstmal drum. Wenn wir ins Gerät reingucken, übrigens möchte ich mit euch auch mal machen, weil wir es eben noch kaum uns richtig angeschaut haben, sehen wir hier erstmal, wie ist das Ganze aufgebaut. Wir haben hier unser Rad, ja, und hier siehst du wunderschön, wie das läuft. Und das machst du bitte übrigens nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Da kannst du den Finger gut klemmen. Wenn sie läuft, sowieso schon gar nicht, aber dazu haben wir einen Sicherheitsschalter. Das heißt, wenn wir das aufmachen, läuft die Maschine nicht. Übrigens, viele denken immer so, na, ich stelle mir das ein und dann haben sie die Tür auf. Nein, dafür haben wir einen Sicherheitsschalter. So, unten sieht es genauso aus, aber unten können wir es nicht öffnen. Das heißt, wenn ich das mache und will es aufmachen, dann passiert Folgendes. Ich fahre gegen den Schlitten. Hiergegen und die muss ich entsprechend aufmachen. Hinweis ist übrigens noch, wir haben natürlich hier auf der Rückseite eine schöne Absaugung dran. Moment, zeige ich euch auch mal. Und zwar genau dort, ja, hier an der Stelle. Und da kannst du einfach einen normalen Sauger anschließen, was ehrlicherweise bei diesen kleinen Sägen auch völlig reicht. Du brauchst da nicht so eine Großvolumenanlage. Dafür sind die einfach viel zu klein, wir haben viel zu wenig Abtrag und da kannst du entsprechend deinen Sauger anschließen. So, und wie ist jetzt das Sägeergebnis? Und das zum Thema gut und schlecht machen. Es ist so, dass wir das Ganze hier auf 2 Meter eingestellt haben und jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn das Ergebnis hier aus. Wir hatten jetzt hier, wir haben hier wirklich knapp 19,3 Millimeter. Hier hinten haben wir 19,4, hier haben wir auch 19,4. Wir haben es auf 2 cm eingestellt und da ist das Ergebnis schon ziemlich gut. Auch hier, das ist ja hier Hartholz, Eiche in dem Fall. Nehmen wir jetzt hier Weichholz. Hier haben wir 19 mm, 19 mm und 19,4. Auch hier ist das Ergebnis ziemlich gut. Und auch bei unserem letzten Stück ist es so, dass wir hier wirklich sehr nah an 20 mm dran sind. Hier ist sogar genau 20,001. Hier auch. Und da ist es auch ziemlich nah an 20 dran. Was sehen wir hier? Ist das ein richtig gutes Gerät? Nein. Es ist wirklich gut für Basteln. Das heißt, wenn du ein nicht schweres, nicht großes Material auftrennst, wirklich kleinere Materialien, kleinere Hölzer, dann wird der funktionieren. Liegt einfach daran, dass wir hier ein sehr stabiles Konstrukt haben. Das hier ist ja auch wirklich stabil hier verarbeitet. Dadurch wird der Schnitt ordentlich. Er würde nochmal deutlich besser sein, wenn die Säge hier eine bessere Führung hätte. Wenn das nochmal richtig gut wäre, richtig perfekt sitzen würde mit Kugellager und allem drum und dran, würde man hier schon von der
durchaus guten Sägesprechen. So wie es jetzt hier ist, hast du das Problem, wenn du etwas Schwereres damit schneiden möchtest. Wenn du mal so einen kleinen Balken oder ähnliches oder irgendwas, was auf diesem Tisch drauf liegt, hast, dann verwindet sich das alles und dann macht es wiederum gar keinen Spaß mehr. Mit der Güde machen wir weiter. Warum? Weil sie auch 140 € kostet. Wir hatten ja Parkside 100 €, dann Einhell 140 € mit, naja, im Rahmen brauchbar. Bei der Säge sind wir auch bei 140 € und schauen wir mal, wie die sich schlägt. Also, als allererstes gucken wir uns wieder mal, oder das erste Mal wirklich den Tisch an, weil wir haben hier einen etwas anderen Tisch. Der ist aus Aluminium gegossen, würde ich jetzt mal sagen, oder irgendwie gepresst, ich kann es nicht genau sagen. Beim Tisch ist es so, dass er auf jeden Fall jetzt auch nicht so viel mehr stabiler ist als die anderen, aber schon etwas stabiler, also er hat eine etwas stabilere Aufhängung. Was ich schade finde, ist, der Tisch selbst ist relativ scharfkantig. Das heißt, gerade hier im hinteren Bereich habe ich wirklich so einen leichten Grat. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe und das Holz nach unten leicht neigt, dann ziehe ich mir hier auch ein paar Fasern runter. Das ist ein bisschen schade. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt wirklich hier einen Grat ziehe, aber es ist nicht perfekt. Aber nicht schlimm. Ja? Kann man noch regeln. Hier der kleine Anschlag, den wir haben, der ist aus so einem schlechten Material, dass ich sage, weiß ich nicht. Ja? Den können wir hier zwar einsetzen, oder auch einfach so hier reinlegen, der ist aber, hat eine relativ ungenaue Führung, das heißt, er wackelt so ein bisschen in der Führung, das heißt, wir haben keine perfekten 90 Grad. Schwierig. Okay, gucken wir weiter. Dann nehmen wir das hier auch mal, drehen das Ganze nach unten. Wie sieht es hier aus? Und ja, es ist fest. Ich persönlich habe auch irgendwie den Eindruck, diese Säge und die Parkside ähneln sich schon sehr. Warum? Wenn ich mir die Rückseite hier angucke, zum Beispiel diese Schrauben hier an der Stelle, sind exakt wie bei Parkside. Viele andere Sachen auch. Scheinbar auch die Aufhängung. Auch wenn ich das Ganze hier aufschraube, weil ja, muss ich sagen, sieht es eigentlich noch günstiger aus als die Parkside. Macht das auf, hier die Schraube allein, die hängt hier so runter, völlig demotiviert. Hier innen drin sehen wir, ja, das ist noch ein Problem, da reden wir gleich drüber. Das Ganze schleift und zwar hier an der Seite vom Tisch. Ich habe es auch nicht ganz wegbekommen, weil sie wirklich so an der Seite sitzt, ja, dass es nicht anders geht. Ich könnte die jetzt mit dem Metallplättchen zur Seite drücken, aber die Plättchen sind ja nicht dafür da, um wirklich nochmal so einen Drall zur Seite zu geben, sondern sie einfach nur in der natürlichen Bewegung so von rechts und links zu begrenzen, dass ich sie nicht verbiegen kann oder das Blatt nicht verbiegen kann. Hier an der Stelle ist es aber so, dass wenn das Blatt gerade einfach nur runterläuft, es schon anfängt hier zu schleifen. Ihr hört das ja. Schön ist das nicht. Ja, man kann jetzt natürlich noch ein bisschen versuchen mit Feinstellung so ein bisschen rüberbiegen, machen und tun, aber es ist nicht wirklich schön. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier wieder zukriege. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich mir jetzt überlege, für 140 € eher Einhell oder eher Güde, wäre ich ganz klar bei Einhell, ja, ohne Frage. So, dann zum Schauen sehen wir hier, auf der Rückseite ist nichts Besonderes. Hier Hebel zum Neigungseinstellen des Sägeblatts, hier für die Höhe. Da unten haben wir unsere Absaugung. Wie gesagt, sehr, sehr ähnlich zur Parkside. Gucken wir uns mal das Schnittergebnis an. Hier Hartholz wieder. Da hatten wir am Anfang, denkt dran, immer alles auf 20 eingestellt, hatten wir hier 19,5, 20, 19,7, 19,5, 19,3, 19,7 und hier hatten wir wieder 19,5. Das heißt, ihr seht, das Blatt verzieht sich ein bisschen, aber weniger als ich dachte. Auch hier Weichholz. Das ist interessanterweise übrigens bei 20 geblieben. Das heißt, wir hatten hier die Fasern, die es woanders hinziehen. Das ist übrigens symptomatisch für eine nicht perfekt eingestellte Bandsäge oder eine Bandsäge, die nicht perfekt funktioniert. Je nachdem, welche Faser du hast, verzieht es sich mal ein bisschen nach außen, ein bisschen nach innen. Das ist bei besseren Bandsägen immer weniger der Fall. Aber Bandsägen sind dafür tendenziell immer etwas anfällig. So, gucken wir mal hier. 18, irgendwas, 18, irgendwas. 18, irgendwas. Interessanterweise haben wir hier sogar oben 18,5, auf der anderen Seite haben wir 19. Also es sind auch hier in dem Winkel um 0,5 mm raus. Ja, das geht ja auch mal so weiter. Also es wird einfach nicht besser. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, wir haben bewusst ja was Hohes genommen und da gucken wir vor allem mal, hier an der Stelle sind wir hier bei 18,7 und hier sind wir bei 19, sind hier also auch 0,3 mm aus dem Winkel, sodass wir hier auch keinen geraden Schnitt mehr haben. Man muss jetzt aber sagen,
gegenüber der Parkside macht die schon ein ganz passables Ergebnis. Die Einheit ist aber trotzdem deutlich besser. Kommen wir zur nächsten, das ist die Holzmann, aber zwischendurch. Wenn du sagst, du möchtest mehr Informationen haben, wir sollen uns jeden einzelnen kleinen Schalter nochmal klein und fein angucken, dann sag's mir gerne, schreib's unten in die Kommentare. Denk dran, du kannst beim Gewinnspiel dabei sein. Aber ich denke mal, auf dem Niveau, das wir hier haben, reicht das eigentlich. Bei der Maschine ist es aber so, dass es die so richtig gut ist und richtig schlecht gleichzeitig, aber eher schlecht als gut. Was ist richtig gut? Das ist Folgendes. Und übrigens, wir haben hier einen Preis von 180 €. Hier haben wir auch so 180, 190 €, bei beiden ziemlich gleich teuer und da kriegst du schon deutlich mehr dazu. Aber sei es drum. Bei der Säge hast du eine Sache, die ich wirklich cool finde. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal die hier vornehmen und sagen, jetzt wollen wir hier irgendwas am Sägeblatt nachstellen, dann fummeln wir hier und fummeln und fummeln und fummeln und drehen nochmal und jetzt ist offen. Und bei zu geht das Ganze nochmal rückwärts. Das nervt. Hier bei Holzmann ist das nicht so. Hier hast du eine Art Clip. Hier machst du einfach auf und es ist auf. Boom! Richtig genial. Im Profibereich schwierig, weil das war jetzt anders, als ich das wollte. Aber wir können es einfach wieder ranklicken. So, und dann ist es wieder dran. Und dann ist es auch zu. Ja, das finde ich wirklich genial, weil so kommst du wirklich mal schnell ran. Hier unten dasselbe, hast du auch diese Öffnung, kommst da ran und bums. Finde ich cool. Beim Tisch ist es so, der ist deutlich stabiler als viele andere. Ja, also es ist immer noch ein Wackeldackel. Ui, es ist immer noch ein Wackeldackel. Ja, übrigens die ganze Maschine ist eher ein bisschen wackelig. Die möchte wirklich festgeschraubt werden. Aber das hier ist ein bisschen wackelig, aber ist okay. Das ist eben noch ein Scherz, aber auch hier wackelt nach hinten und vorne, rechts und links. Bringt nicht viel. Der Knaller ist aber was anderes. Und zwar ist der Knaller dieses Teil hier. Warum? Wir haben ja hier wieder das Teil, um das Ganze hoch und runter zu stellen. Ja? Ich mache es einfach mal lose. So. Hui. Jetzt kann ich es hier nach oben und unten stellen. Aber was ist jetzt der Kracher? Ich stelle es erstmal nach unten, mache es fest und wackel mal wieder, um zu gucken, wie es ist. Ja, also wirklich wackelig. Und nochmal für euch, was bedeutet das denn? Du stellst das hier, fährst es runter, stellst das ein, stellst die Entfernung ein. Und dann ist es so, dass du das Holz sägst und dabei passiert Folgendes. Das Holz hat eine gewisse Faser und das möchte das Band so ein bisschen nach rechts und links bewegen. Und dafür, dann wird Folgendes passieren, dann geht es nach außen. Und das hier ist wahrscheinlich ein Zentimeter, ein halber Zentimeter. Und dementsprechend hast du dann überhaupt gar keinen maßhaltigen Schnitt mehr. Es ist nicht möglich an der Stelle. So, wenn du sehr gutmütiges Holz hast, vor allem Hartholz ist da sogar gutmütiger als weiches Holz, mit ganz wenig Vorschub, ganz vorsichtig, kleines Material, wird das halbwegs funktionieren. Aber sobald du einfach nur sägen möchtest, dann machst du das. So, aber der Kracher ist wirklich Folgendes, das ist aus Kunststoff. Das ist nicht mal Metall. Das heißt, ich habe hier ein kleines Rädchen, um das nach oben und unten zu drehen. Hier, ja, das Rädchen ist aus Metall, aber alles hier, das hier alles, das ist alles Kunststoff, das ist alles Plaste. Das heißt, ich hau da einmal gegen und dann ist das hin. Ja? Also das ist wirklich krass. Was ich auch krass finde, ist das hier, weil das finde ich eigentlich ganz cool, weil hier kannst du dich mal durchgucken und siehst hier, es sind auch nur dieselben Metallplättchen und keine Kugellager und unten drunter sind es auch Metallplättchen und Kugellager. Man hat ja immer einmal hier eine Führung, falls ich noch nicht gesagt habe, einmal hier und einmal unten, um möglichst nah, wie gesagt, am Werkstück die Führung zu haben. Also das hier ist schön, dass man es hier aufmachen kann, um mal reinzugucken, ja, und das Blatt hier rauszufummeln, das ist immer so eine fummelige Arbeit, aber das hier, nee, das geht gar nicht. So, gucken wir uns mal die Ergebnisse an, die sind ja, ganz okay. Wir haben hier 18 mm, wie gesagt 2 cm soll es eigentlich sein. Hier haben wir 19, hier oben haben wir 17,5. Also du siehst also, das Ganze geht schräg nach unten, aber hier erst in der Mitte. Das heißt, es ist bauchig, geht es hier raus. Hier haben wir auch 18 zu fast 20. Ja, mal gucken, ob das hier besser wird. Hier haben wir auch jetzt mal 20, 19,5, 19,6 und hier haben wir wieder 20. Also auch hier ein kleiner Bogen und das setzt sich hier im Grunde fort. Du siehst also, einen verlässlichen Schnitt bekommst du damit nicht hin. Oder haben wir zumindest nicht hinbekommen. Kommen wir zu Scheppach. Auch 180 bis 200 €. Deutlich größer, deutlich mächtiger. An vielen Stellen sogar, wo ich sage,
oh, interessant gelöst, eigentlich ganz cool, aber doch ist es so, dass sie am Ende komplett versagt. Und das ist schon grandios. Super schade, weil wenn ich das Ganze auf dem Bild sehen würde, würde ich sagen, oh, cool. Also nur vom Bild, nur von der Optik, Haptik, also Optik, würde ich mich von diesen allen hier auf jeden Fall für Scheppach entscheiden. Aber, na gut, fangen wir mal vorne an. Oder vielleicht fangen wir sogar mal hinten an. Seht ihr hinten? Der Motor hier, ja, macht den wertigsten Eindruck. Also schöner, großer, solider Motor. Schauen wir mal hier. Wir haben hier unseren schönen Tisch. Der Tisch macht auch einen super Eindruck. Der ist hier schön verarbeitet, lackiert, keine Kanten, kein gar nichts. Wirklich cool. Dann ist es so, dass wir hier beim Tisch sogar als einziger, selbst die Metabo hat das nicht, kann ich hier Folgendes machen. Ich kann den hier verriegeln, aber ich kann auch entriegeln und dann kann ich sowas machen. Boom! Ja, ist das cool? Wir haben so einen riesigen Tisch dadurch. Das ist schon richtig genial. Kann ich auch einfach wieder zumachen und mir das Ganze hier entsprechend ja, wieder ein bisschen kompakter gestalten. Dann habe ich hier einen schönen Parallelanschlag. Wenn ich den hier einsetze, ist es so, nee, andersrum, wenn ich ihn hier so einsetze, wenn ich ihn irgendwie so einsetze, so jetzt aber, wenn ich ihn einsetze, ist es so, der ist hier schön arretierbar. Es hört sich zwar komisch an, klingt nicht gut, ne? Aber der macht schon Spaß, wenn man das sich so anschaut. Hier habe ich eine schöne Anzeige. Wo bin ich denn eigentlich? Ich habe hier so eine kleine Libelle. Wenn ich jetzt hier nach rechts und links fahre, dann ist es so, ja, ich mache dich ja schon fest. Dann ist es so, dass ich genau und perfekt sehen kann, wo bin ich denn eigentlich? Ist das genau? Nö. Aber ich kann es zumindest mal halbwegs mir anschauen. Hier hatte ich schon gesagt, Tisch, hatte ich vielleicht noch nicht gesagt, Tisch, sehr wackelig, schwierig. Schwierig, ja. Also du siehst jetzt hier, schön ist das auch nicht. Und jetzt geht es leider weiter. Vielleicht sogar mit was ganz anderem, was gar nicht so schwierig ist, sondern ich will das jetzt hier mal aufmachen. Wie mache ich das auf? So. Ja, ich habe kein Rad, kein gar nichts. Ich muss hier wirklich hier an der Schraube drehen. Moment, drehen. Das wird gleich relativ schnell aufgehen. So. Ja, und das können wir hier reingucken. Auch übrigens der Öffnungswinkel ist nicht so schön. Naja. So, jetzt können wir hier rein und können dann hier entsprechend was tun. Jetzt will ich es aber wieder zumachen. Dann mache ich das zu. Und jetzt wird spannend. Wenn du es nicht perfekt triffst. Oh, geil. Ich habe es vorhin 10 Minuten probiert. Jetzt seht ihr, es ist eigentlich fest, aber auch mal nee, ja. Funktioniert gar nicht. Ist unten übrigens genauso. Ich habe es versucht festzumachen. Echt blöd. Ihr kennt das ja. Ihr habt eine Mutter, hat eine Schraube, ihr schraubt das rein und dann kommt so ein Punkt, wo ihr sagt, nee, jetzt mache ich irgendwas falsch oder jetzt mache ich das Gewinde kaputt. Genau da war ich auch. Ich habe jetzt aber gesagt, komm, egal, ja, wir machen das mal. Und jetzt ist es für dich dran. Das könnte ich jetzt unten auch noch machen, aber schön ist das auf keinen Fall. Schauen wir mal weiter und eine Sache, die richtig gut ist, aber hier müsst ihr mir helfen, denn ich habe das Gefühl, ich bin doof. Wir haben hier Kugellager. Endlich sind hier Kugellager verbaut, sodass wir das wirklich schön führen können, das nicht mehr so über Metallstangen, die da lang kratzen. So, okay, wir haben hier Kugellager. Naja, aber man kann die nicht zusammenführen. Und das verstehe ich nicht. Also hier bei Metabo haben wir auch Kugellager, aber hier ist es so, ich kann hier einen Imbus lösen und kann das dementsprechend schön von rechts und links verschieben, beide Seiten und perfekt machen. Geht richtig gut. Hier habe ich Kugellager, aber ich kann die nicht dichter ans Blatt ranbringen. Also wir haben es nicht hingekriegt. Also wir haben hier zu dritt drauf geguckt und ich kann mit Fug und Recht sagen, wenn es irgendwie anders geht, sind wir alle doof. Ist halt so. Okay, dann schauen wir uns mal an. Ich habe es wieder ganz nach unten gebracht. Und wie sieht das Ganze aus? Und jetzt ist fest. Ich mache es jetzt nochmal noch fester. Genau dasselbe Problem. Wenn wir es jetzt höher stellen, wird es dann dadurch aber besser. Hier fest, ja, da ist es deutlich weniger. Das ist natürlich aber bauartbedingt. Je tiefer es ist, umso weniger greift es, umso mehr wackelt es. Wenn du aber kleineres Material hast, Übrigens komisch finde ich an der Säge auch, du machst das lose und dann hast du jetzt kein Rad, um es nach oben und unten zu stellen, sondern du machst es einfach von Hand. Da, wo du es hinhaben willst und dann machst du es entsprechend fest. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so schön, aber ist halt so.
Und da siehst du eigentlich eine coole Säge mit ein paar echt coolen Features, aber da ist dann wieder meh. Und jetzt gucken wir uns auch mal das Sägeergebnis an. Wir haben hier einmal, und jetzt wird es wirklich wild, schaut mal hier, wir haben hier 21 mm, kurz dahinter sind schon nur noch 18, also wir haben hier wirklich millimeterweise, dass es kleiner wird. Auch hier unten haben wir 20,7 und hier haben wir 21, also auch ein bisschen verlaufen. Das Ganze geht dann runter auf 16 mm und hier haben wir wieder 18, aber dafür, also wir haben hier 18 mm, man sieht glaube ich auch, dass hier ein Keil ist, hier sind wir bei 22. Ja, also es ist schon irre. Was wir aber hier haben, wir haben ja eine deutlich höhere Schnitthöhe. Bei allen anderen kommen wir auf 8 cm, hier haben wir aber hier unseren 10er Balken wirklich hochkant hier durchschieben können, ohne Probleme, haben hier aber selbe Problem und zwar auf der einen Seite haben wir 16, auf der anderen Seite haben wir hier 19 mm, hier haben wir 21 mm und hier sind es 19,5. Also du siehst, ein gerader Schnitt war damals damit nicht möglich. Schauen wir uns auch nochmal unser Hartholz an, unsere Eiche, 21 mm, 20,5, 20,4. Das geht halbwegs. Jetzt nochmal unser weiches Holz, wo es dann auch eher verzieht. Rund 20. Oh, das ist interessant. 19. Hier sind es 21 und hier sind schon wieder nur noch 19. Also jetzt wirklich am Ast merkt man ganz klar, da hat er nicht die Kraft, hat er nicht die Energie, es wirklich gerade durchzuziehen, weil hier haben wir einen Ast und dann sagt er, hallo, und geht da einfach mal so lang und hinten ist es wieder wunderschön 20. Also du siehst, die Säge hat einfach nicht die Stabilität, die sie braucht. Zum Vergleich, bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch mal ganz kurz über die Metabo sprechen. Nur, dass ihr mal eine Relation dazu habt. Die Metabo kostet 550 €, aber sie ist auch wirklich gut. Gibt es bessere Bandsägen? Ohne Frage. Eine 1000, 2000, 4000, 5000 € Bandsäge ist noch mal besser. Ich war gestern in einer Tischlerei, die haben eine 150.000 € Bandsäge. Irre, irre gut. Genauigkeit auf 0,01 mm, glaube ich, oder 0,1 mm, weiß nicht mehr, aber irre genau, irre schnell, irre gut. Aber das gibt alles von bis, aber hier haben wir so die nächste Stufe eigentlich zwischen denen und da, wo man sagt, da kannst du was mit anfangen. Denn hier haben wir 80 Kilo, wirklich 80 Kilo Material und das merkt man auch. Was ich cool finde, ist, die ist eigentlich relativ portabel. Denn wenn du die hier anstellst, du hast hier einen schönen Griff, dann kannst du sie wirklich relativ easy irgendwo hin tun und auch wieder hinstellen. Das ist echt gut gemacht. Mit dem Griff hier hinten, dann ist es super, wirklich handlich in der Hand und du kannst es schnell irgendwo hinstellen. Finde ich schon mal gut. Dann ist es so, wir haben hier einen massiven Tisch. Das Ding ist gegossen, das ist wirklich massiv. Da wackelt nichts, da tut nichts, das steht einfach. Und übrigens, weil wir es nie gesagt haben, du kannst wirklich hier natürlich die Neigung der Tische auch nochmal einstellen. Was wir hier bei Metabo auch haben, ist folgendes, übrigens deutlich längeres Kabel, hier sind überall die Kabel relativ kurz. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze auch nach hinten zu verlängern. Das können wir rein und wieder rausstellen, so wie wir es gerne haben. Dann sehen wir auch hier relativ viel Material. Hier ist viel Material, das ist wirklich alles sehr, sehr steif gebaut. Wir haben hier drin, wenn wir es einstellen, auch hier als Klappmechanismus rein, geht aber relativ schnell im Verhältnis. Können wir es aufmachen. Hier drin sehen wir auch, das ist wirklich sehr groß, sehr wertig. Was wir auch das erste Mal hier sehen, ist Folgendes. Wir haben ein ganz anderes Band. Die Bänder, die wir hier haben, sind deutlich kleiner, deutlich dünner, fragiler und natürlich ein größeres Massiv. Nehmen wir an, das Band wäre so. Bei der Bandsäge, wo ich gestern war, war das Band so. Ja? Natürlich hast du ein größeres Band, viel weniger Verwindung, eine viel höhere Laufruhe, auch wieder dann durch Masse. Also du hast ja auch größere Laufräder und so weiter. Auch hier sehen wir viel größere Laufräder, die wir hier haben. Ja? Dann schauen wir uns das Ganze hier unten mal an. Alles sehr massiv gebaut. Auch wenn wir hier gucken, da ist halt nichts mit Verbiegen. Da verbiegt sich gar nichts. Ja? Zumal das hier auch nochmal gefedert ist, schön geführt ist. Wir sehen hier die Kugellager wieder, die sogar nicht nur anliegen, sondern nochmal ganz leicht im Winkel liegen, sodass sie auf der Kante anliegen, also noch schöner zu führen sind. Wir haben hier Kugellager, wir haben unten Kugellager, alles dran. Wir haben einen sehr schönen Parallelanschlag, den wir hier ranstellen können und haben hier jede Menge Funktionen, die das Ganze schon wirklich schön machen. Der Schnitt, den wir hier haben, den wir hier entsprechend machen, ist auch sehr gut. Wir haben hier, glaube ich, auch mal einen sehr hohen Schnitt gemacht, den wir hier haben, hier durchgeschoben. Super Schnitt, hier auch ein super Schnitt. Auch da können wir natürlich noch mal gucken. Wir haben hier unten
19,9, hier haben wir 19,95, hier 19,9 und hier hinten genauso. Also das hier ist 20,02. Also ihr seht, minimale Toleranzen, die wir haben. Und eine Sache ist nochmal ganz wichtig. Wir haben die Sägen übrigens hier alle, auch die Metabo, mal ausprobiert, bevor wir sie eingestellt haben. Das war alles schief und krumm. Wenn ihr sie einstellt, bekommt ihr ein deutlich besseres Ergebnis, auch mit den Sägen. Bitte achtet darauf, dass ihr sie wirklich vernünftig einstellt. Hier, wie gesagt, hoher Schnitt, auch die kleinen Schnitte, brauchen wir uns nicht groß angucken, die waren einfach gut. Und ihr seht hier, mit so einer großen Säge habt ihr deutlich mehr Spaß. Und jetzt aber nochmal das Fazit oder die Frage, was ist die richtige Säge für dich? Ich bin der Meinung, diese kleinen Sägen, die wir hier haben, alle zusammen, sind so Bastelkram. Kann man das mal benutzen? Ja. Ist jeder einzelne davon irgendwie so halbwegs nutzbar? Ja, bis auf die Parkside. Die haben wir einfach nicht ordentlich hinbekommen. Die hat einfach keinen geraden Schnitt hinbekommen. Das kannst du alles halbwegs nutzen. Wenn du sagst, welche hiervon ist aus meiner Sicht die beste, wäre es wahrscheinlich wirklich die Einhell. Die hat zwar diesen wackeligen Tisch, wenn du da aber hier Stützen drunter machst oder vielleicht sogar was anpunktest, das ordentlich glatt machst, hast du hier eine schön massive Stütze, kannst halbwegs einstellen, hat einen geringen Preis, 140 €, ist okay. Übrigens, alle Geräte, die wir haben, natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Du kennst das ja. Wenn du aber sagst, du möchtest ein bisschen mehr haben, dann kauf dir die Metabo, mit der wirst du einfach mehr Spaß haben. Und es geht nicht darum, dass ich unbedingt hierhin beraten möchte, sondern es geht einfach darum, dass du dir nicht was Günstiges kaufst, merkst, oh, ist eh nichts für mich und dann gehst du erst zum nächsthöheren. Überleg dir das vorher ganz genau. Ins klein Bastelkram, ja, und das meine ich ganz liebevoll, denn ich mache auch ganz viel Bastelkram, dann reicht vielleicht die Einhell, wenn es auch mal ein bisschen mehr sein soll, wenn du wirklich was auftrennen möchtest. Hiermit habe ich übrigens hochkant 10 cm Eiche aufgetrennt auf 1 cm, schöne Wandvertäfelung gemacht, ist gar kein Problem. Das Video dazu kann ich dir sogar hier oben mal verlinken, habe ich bei Helden in der Werkstatt gemacht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, schreibt es mal unten rein, denk an das Gewinnspiel und solange ran an die Bandsäge und bis zum nächsten Mal.